Wie wäre es mit einem neuen Job? Die Arbeitszeit 135 Stunden in der Woche. Hinzu kommen Extraschichten an Feiertagen und Geld gibt es für die Arbeit nicht. Mit dieser seltsamen Anzeige hat eine Agentur aus Boston dem Anschein nach für neue Mitarbeiter geworben. 24 Bewerber meldeten sich daraufhin für ein Telefoninterview. In dem Gespräch beschreibt ihnen der vermeintliche Personaler die Aufgaben im Detail. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. Was die Interviewten nicht wissen, sie sind Teil der PR-Kampagne eines Kartenversandhändlers. Der Job, um den es sich handelt, das Muttersein. Als der Agent das am Ende des Interviews erzählt, folgen die absehbaren Reaktionen. And they meet every requirement, don't they? Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. So rührend das wirkt, der Film soll vor allem eins, und zwar den Kartenverkauf vor dem Muttertag am 11. Mai ankurbeln. Das Konzept geht auf. Mehr als 6,5 Millionen Abrufe hat der Clip bereits auf YouTube. Besonders tiefsinnig ist die Message des Videos allerdings nicht. Sie bestärkt ein gängiges Rollenklischee. Muttersein bedeutet Aufopferung und ständige Verfügbarkeit. Was dieses Loblied auf die Mutterschaft ausblendet: Nicht alle Mütter sind Heilige, es gibt großartige Väter und für beide Elternteile sollte es möglich sein, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen. Elternsein bedeutet Teamarbeit.